Viele, die sich mit der virtuellen Fliegerei beschäftigen, haben in den letzten Jahren ihr Flight Sim Setup Stück für Stück erweitert. Joystick, Yoke, Pedale, vielleicht irgendwann ein Force-Feedback-System, ein festes Rig, mehrere Monitore oder sogar ein komplettes Home-Cockpit. Ein Bereich bleibt dabei meist gleich, die Avionik. Denn egal wie hochwertig die Steuerung inzwischen ist, sehr oft klickt man sich im Cockpit noch immer mit der Maus durch Menüs, dreht virtuelle Knöpfe mit dem Mausrad, zoomt sich so in die Karte hinein und versucht im Flug möglichst nicht den falschen kleinen Drehregler zu erwischen. Und genau da setzt das Moza MGX 1000 an. Ein Flight Instrument Panel für den Schreibtisch, für das Rig oder für ein eigenes Home Cockpit. Mit eigenem Display, echten Tasten, echten Drehreglern und einer Bedienlogik, die sich deutlich näher an echter Avionik orientiert als die klassische Mausbedienung im Simulator. In diesem Video schauen wir uns das Moza MGX 1000 ausführlich an. Wir klären, was dieses Gerät eigentlich ist, für wen es spannend sein könnte, wie Einrichtung und Software funktionieren, wie es sich im Microsoft Flight Simulator 2024 anfühlt und natürlich auch, ob ein solches Panel im Alltag wirklich einen Mehrwert bringt oder ob es am Ende ein schönes, aber eher überflüssiges und hochpreisiges Stück Spezialhardware ist. Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Andi, schön, dass du da bist. Das Moza MGX 1000 ist im Kern eine Hardware-Nachbildung eines Garmin G1000 Avionik Panels. Moza beschreibt es als vollformatige 1:1 Reproduktion, was bedeutet, die Größe, das Layout der Tasten, die Anordnung der Drehregler und auch die grundlegende Bedienlogik orientiert sich maximal nah an einem echten G1000. Vorne sitzt ein 10,4 Zoll großes IPS-Display mit einer Auflösung von 1024 x 768 Pixeln. Die maximale Helligkeit liegt bei bis zu 500 Nits. Ein recht hoher Wert, der für ein Avionik-Panel deshalb interessant ist, weil man so auch in hellen Umgebungen oder bei Tageslicht noch eine gut lesbare Darstellung hat. Wichtig ist dabei, das MGX 1000 ist nicht einfach nur ein kleiner Zweitmonitor mit ein paar Tasten drumherum. Das Gerät kombiniert Display, Tasten, Drehregler, Hintergrundbeleuchtung und Eingabesteuerung in einem Panel. Besonders spannend dabei: das Bildsignal und die Eingaben laufen über USB 3.0 mit Display-Link. Es wird also kein HDMI- oder DisplayPort-Anschluss benötigt. Ein Punkt, der im ersten Moment vielleicht unspektakulär wirkt, in der Praxis aber ziemlich wichtig sein kann. Ein Monitor hier, vielleicht ein zweiter Monitor da, eine Capture Card, vielleicht ein Fernseher, vielleicht VR, vielleicht noch ein externes Display. Und plötzlich werden die Anschlüsse an der Grafikkarte knapp. Beim MGX 1000 läuft das Ganze über ein beiliegendes USB 3.0 Kabel mit einer Länge von 180 cm. Zusätzlich gibt es noch eine 5 Volt Stromversorgung mit einer Kabellänge von 150 cm. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos funktioniert das Panel mit dem Microsoft Flight Simulator 2020, 2024 sowie mit X-Plane 11 und 12. Weitere Unterstützungen sollen folgen. Der Fokus liegt dabei selbstverständlich auf Flugzeugen mit G1000 Avionik. Also zum Beispiel Cessna, Diamond, Kodiak und viele weitere Maschinen, die entweder standardmäßig oder über Add-ons mit einem entsprechenden Glascockpit unterwegs sind. Wenn wir uns das Gerät nun einmal genauer ansehen, dann merkt man schnell, das MGX 1000 ist kein kleines Spielzeugpanel. Die Front wirkt groß, aufgeräumt und sehr nah an dem, was man aus einem modernen Glascockpit kennt. Das Panel misst 304 x 201 mm. Durch das 10,4 Zoll Display wirkt es auf dem Tisch sehr präsent. Die Verarbeitung macht einen hochwertigen Eindruck. Vor allem die physische Bedienung ist hier ein entscheidender Punkt, denn ein solches Gerät steht und fällt nicht nur mit dem Display, sondern mit dem Gefühl beim Bedienen. Moza setzt beim MGX 1000 auf taktile Silikontasten, schwerere Drehregler und einen sogenannten ALPS 7-Wege-Schalter. Dieser bildet die typische G1000 Bedienlogik mit Richtungseingaben, Zoom und Druckfunktion ab. Sämtliche Druckpunkte und Drehregler fühlen sich stimmig und nachvollziehbar an. Die Reaktionen in der Simulation finden auf den Punkt und sehr genau statt. Wir sehen uns das später auch noch in der Software gemeinsam an.
Somit wird nicht nur durch die erweiterte Optik dank eines physischen Displays, sondern auch durch den Einsatz der Knöpfe und Regler ein völlig anderes Gefühl der Bedienung erzeugt. Man sucht nicht mehr im virtuellen Cockpit nach kleinen Klickspots und kann den Blick stärker auf das eigentliche Fliegen richten, indem man die Avionik direkt vor sich physisch bedient. Auch der mitgelieferte Desktop-Ständer ist relevant, denn nicht jeder hat ein festes Rig oder ein Home-Cockpit zu Hause. Viele werden das MGX 1000 wahrscheinlich zunächst einfach auf den Schreibtisch stellen. Deshalb ist wichtig, ob das Gerät dort stabil steht, ob der Winkel passt und ob es sich beim Bedienen verschiebt. Die Standfüße sind an der Unterseite gummiert. Auch an Öffnungen wurde gedacht, um das Panel samt Desktop-Ständer aufschrauben zu können. Zusätzlich gibt es auf der Rückseite eine 75 x 75 mm VESA-Montagemöglichkeit sowie weitere Befestigungspunkte an der Unterseite. So sollte jeder seine bevorzugte Lösung für die Platzierung finden, egal ob an Schreibtisch, Flightsim, Rig oder beispielsweise auch über einen Monitorarm. Hier nun ein paar Soundaufnahmen für einen besseren Eindruck zur Haptik. Das Moser MGX 1000 wird über die hauseigene App Moser Cockpit eingebunden. Die Software verbindet das Panel mit dem Simulator, kümmert sich um die Eingaben und ermöglicht die Zuweisung zu PFD oder MFD. PFD steht für Primary Flight Display. Das ist der Bereich, in dem wir zum Beispiel Geschwindigkeit, Höhe, künstlichen Horizont, Kurs, Steigrate und grundlegende Flugdaten sehen. MFD steht für Multifunction Display. Hier geht es stärker um Karte, Flugplan, Engine-Daten, Navigation, Wetter, Traffic und weitere Zusatzinformationen. Ein einzelnes MGX 1000 kann also je nach Setup als PFD oder als MFD genutzt werden. Wer zwei Geräte verwendet, kann ein vollständiges G1000 Setup mit PFD und MFD aufbauen. Die Einrichtung selbst ist vom Konzept her angenehm. USB 3.0 anschließen, Stromversorgung anschließen, Moser Cockpit öffnen, Gerät erkennen lassen, Firmware prüfen und dann die entsprechende Zuordnung vornehmen. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos habe ich mich innerhalb verschiedener Beta-Phasen der App bewegt. Zwischenzeitlich sollte diese Version offiziell ausgerollt sein. Wichtig ist, Moser Cockpit allein bringt den eigentlichen G1000-Bildinhalt nicht automatisch aus dem Simulator auf das Display. Dafür wird zusätzlich der MSFS Pop-Out Panel Manager benötigt, den es beispielsweise über FlightSim TO für den Microsoft Flight Simulator 2024 gibt. Das bedeutet in der Praxis, Moser Cockpit kümmert sich um die Hardware-Anbindung, die Tastenlogik, die Beleuchtung und die Zuordnung des MGX 1000. Das separate Tool MSFS Pop-Out Panel Manager sorgt dafür, dass der eigentliche PFD- oder MFD-Inhalt aus dem Simulator sauber auf dem Display des MGX 1000 landet. Und genau diese Kombination ist entscheidend, denn erst dadurch wird aus dem MGX 1000 nicht nur ein schönes Bedienpanel mit eigenem Bildschirm, sondern ein wirklich nutzbares G1000-Display im Simulator. Da das Display über Display Link läuft, muss das System diese Darstellung natürlich sauber erkennen. In Windows verhält sich das Panel im Prinzip wie ein zusätzliches Display. Das hat Vorteile, kann je nach Setup aber auch bedeuten, dass man sich einmal sauber mit der Anzeigenordnung beschäftigen muss. Für viele ist genau das ein entscheidender Punkt. Hardware darf gerne hochwertig und spezialisiert sein, aber sie sollte im Alltag nicht jedes Mal neu nerven. Einmal eingerichtet war während meiner gesamten Testphase alles immer wiederkehrend vorhanden und sofort einsatzbereit.
Die Anzeige bleibt nach einem Neustart korrekt und das Panel wird zuverlässig erkannt. Für die passende Beleuchtung besitzt das MGX 1000 zwei Helligkeitssensoren, über die die Tasten- und Zeichenbeleuchtung automatisch an die Umgebung angepasst werden kann. Alternativ lässt sich die Beleuchtung auch jederzeit individuell einstellen. Auch wieder gut mitgedacht, wie ich finde, denn wer tagsüber in heller Raumbeleuchtung fliegt, braucht eine andere Darstellung als jemand, der abends im dunklen Raum einen Nachtflug durchführt. Wie sieht das nun in der Praxis im Microsoft Flight Simulator 2024 aus? Ein G1000 ist im Simulator zwar auch mit der Maus bedienbar, aber jeder, der das häufiger gemacht hat, kennt die kleinen Reibungspunkte. Man zoomt ins Cockpit, sucht die richtige Stelle, klickt vielleicht daneben, dreht mit dem Mausrad zu weit oder verliert im Flug kurz den Überblick, weil die Bedienung meist nicht wirklich blind oder intuitiv funktioniert. Mit einem physischen Panel verändert sich genau dieses Gefühl. Wenn ich in eine Karte zoome, dann greife ich an einen echten Regler. Wenn ich durch Menüs gehe, drücke ich echte Tasten. Wenn ich den Flugplan öffne, Direct To nutze oder durch Seiten wechsle, passiert das nicht mehr über kleine virtuelle Klickflächen, sondern über die Hardware vor mir. Das mag banal klingen, aber genau das ist der Punkt. Immersion entsteht oft nicht durch ein einzelnes großes Feature, sondern durch viele kleine Dinge, die plötzlich natürlicher wirken. Gerade bei typischen G1000 Flugzeugen, bei denen die Avionik ein zentraler Bestandteil des Fliegens ist, ergibt das MGX 1000 deshalb sehr viel Sinn. Das komplette Setup gewinnt enorm an Glaubwürdigkeit, wenn man das virtuelle Cockpit herauslöst und plötzlich physisch vor einem stehen hat. Im Microsoft Flight Simulator 2024 wird das MGX 1000 direkt als solches erkannt und benannt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Videos gab es noch keine vordefinierten Steuerungsprofile, weshalb ich mir ein individuelles Profil angelegt habe. Ich gehe davon aus, dass es in absehbarer Zeit Steuerungsprofile geben wird, zumindest aus der Community heraus. Nach der erstmaligen Einrichtung und Tastenzuweisung, die selbstverständlich mit etwas Zeitaufwand verbunden ist, ist dann alles soweit fertig und wir können starten. Die Darstellung des Displays ist zu jeder Zeit klar und angenehm lesbar und auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen gut zu erkennen. Für wen lohnt sich das MGX 1000 denn nun eigentlich? Aus meiner Sicht gibt es für das MGX 1000 drei Zielgruppen. Die erste Zielgruppe sind Nutzer, die regelmäßig mit Cessna, Diamond, Kodiak oder ähnlichen Flugzeugen unterwegs sind und die Avionik nicht nur als Anzeige, sondern wirklich aktiv nutzen. Die zweite Zielgruppe sind Home-Cockpit-Bauer. Wer sowieso schon ein festes Setup plant, vielleicht mit Yoke, Pedalen, Throttle, Monitoren und Rig, bekommt mit dem MGX 1000 einen passenden Avionik-Baustein, der sich perfekt und viel sauberer integrieren lässt als eine improvisierte Displaylösung. Und in der dritten Zielgruppe sehe ich User, die realitätsnäher trainieren oder lernen möchten. Das muss jetzt nicht direkt eine professionelle Pilotenausbildung sein, denn auch ambitionierte Hobbypiloten profitieren davon, wenn Bedienabläufe nicht nur mit der Maus stattfinden, sondern räumlich und haptisch nachvollziehbar werden. Hingegen nicht so passend ist das MGX 1000 für Nutzer, die beispielsweise hauptsächlich Airliner fliegen oder nur gelegentlich im Simulator unterwegs sind und vielleicht auch gar kein Interesse daran haben, sich tiefer mit der G1000-Bedienung zu beschäftigen. Denn dann steht am Ende ein hochwertiges Panel auf dem Tisch, das vielleicht beeindruckend aussieht, aber im eigenen Alltag zu selten genutzt wird. Mein Fazit zum Moser MGX 1000 fällt sehr klar aus. Das Panel ist nichts für jeden und auch keine Hardware, die man für 469 € einfach mal nebenbei mitnimmt. Aber es ist ein sehr spannender Schritt in eine Richtung, die im Flight Sim-Bereich immer wichtiger wird. Weg von reiner Mausbedienung hin zu spezialisierten Hardware-Bausteinen, die bestimmte Bereiche des Cockpits glaubwürdig und angenehm bedienbar machen. Und genau das macht das MGX 1000. Es bringt die G1000 Avionik als echtes Panel auf den Schreibtisch oder ins Rig in Verbindung mit einem PC. Mit eigenem Display, echter Bedienung, sauberem Formfaktor und einer Einkabellösung über USB 3.0, die gerade in komplexeren Setups ein echter Vorteil ist. Auf Konsole, also auf Xbox und PlayStation, machen wir uns nichts vor, wird das wohl nie umsetzbar werden. Der größte Mehrwert entsteht für mich dort, wo das Panel nicht nur hübsch aussieht, sondern wirklich in den Flugablauf integriert wird.
Also bei Navigation, Flugplanung, Kartenbedienung, Direct-to und allen Momenten, in denen man sonst im virtuellen Cockpit mit der Maus herumfummelt. Am Ende ist das Moser MGX 1000 ein Spezialgerät für spezielle Zielgruppen. Und genau für diese ist es ein super spannendes Stück Hardware. Für wen von euch wäre ein G1000 Panel im eigenen Setup interessant? Wer von euch fliegt überhaupt regelmäßig mit G1000 Flugzeugen? Schreibt mir eure Meinung dazu bitte sowie Fragen und Ergänzungen gerne in die Kommentare unter diesem Video. Wenn euch dieser Inhalt gefallen hat, dann lasst zur Unterstützung dieses Kanals bitte einen Daumen nach oben da. Abonniert und aktiviert die Glocke, um keinen der kommenden Inhalte hier auf Andiana TV zu verpassen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, wünsche eine gute Zeit und bin raus. Schön, dass du da bist. Andiana TV, wir heben ab. Ready for Pushback, ready for Flight. MSFS Stream, wir sind live on site. Crew ist im Chat, die Stimmung ist Pro. Wir starten gleich durch, also gebt mir ein Go. Sonnenaufgang im Cockpit, die Triebwerke brennen, die Checklisten laufen.